Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil der Podcast-Folge, bei welcher sich alles um die Abwehr von kleinen Drohnen dreht. Wir werden uns nun auf das Heer als Anwendungsbeispiel fokussieren. Tschüss, Herr Wellinger. Wie sieht der Einsatz von kleinen Drohnen konkret aus? Sie haben diese bereits vorher etwas angetönt, aber können Sie das noch etwas vertiefter erläutern? Wir setzen im Moment in der Schweizer Armee die kleinen Drohnen vor allem zur Nachrichtenbeschaffung oder Informationsbeschaffung ein. Das heißt, Soldaten, die über ein Drohnensystem, das ihnen zugeteilt ist, verfügen, versuchen nach Möglichkeit Informationen zu beschaffen, ohne dass sie sich dem gegnerischen Feuer oder der gegnerischen kinetischen Wirkung aussetzen müssen und damit einen Vorteil, wenn sie sich bewegen. Ich denke, das ist aber erst der Anfang. Also wir haben eine Drohne, wir haben einen Soldaten oder eine Soldatin und wir haben einen Bildschirm, den wir auswerten können. Das ist aber erst der Anfang. Sehen Sie weitere Anwendungsmöglichkeiten dieser Technologie beim Heer? Ja, auf jeden Fall. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Drohnentechnologie, was die Bodentruppen betrifft, ein Force Enabler oder ein Game Changer ist. Und da gehen wir vor allem vom Einzelsystem dann auf Drohnenschwärme in Zusammenarbeit mit künstlichen Intelligenzen, wo sie selbstständig Aufgaben erfüllen können. Ich kann mir beispielsweise vorstellen, im Rahmen von Sicherungseinsätzen im Vorgelände, die überwacht werden. Die Drohnen überwachen ein Gelände im Auftrag und sind in der Lage, aufgrund von künstlicher Intelligenz selbstständig festzustellen, wo eine Veränderung stattgefunden hat, diese zu kategorisieren, sie ist bedrohlich oder sie ist nicht bedrohlich und dann auch die entsprechende Meldung abzusetzen an die Soldaten und zu sagen, da ist irgendetwas, da muss man nachschauen oder da muss man sich darum kümmern können. Ich denke, das ist die Zukunft, was die Aufklärung betrifft. Wie möchte sich das Heer denn als Streitkraft weiterentwickeln, um die Anwendung und auch die Abwehr von kleinen Drohnen voranzutreiben? Also der eine Teil ist, dass wir vor allem über den Lessons-Learn-Prozess bei den Soldaten, sei es in der Ausbildung, aber auch in Einsätzen. Ich denke beispielsweise an das WEF, wo wir heute Drohnen, auch Kleindrohnen einsetzen zur Nachrichtenbeschaffung oder zur Geländeüberwachung. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist im Rahmen der Zusammenarbeit vom Kompetenzzentrum Drohnen und Robotik mit der ARMA-Swiss, Wissenschaft und Technologie, aber auch mit der Bildungslandschaft und diversen Start-ups oder Industrien, die in der Schweiz ansässig sind, um eben die nächste und die übernächste Geländekammern, also mittel- und langfristig Lösungen zu finden, die uns unterstützen in der Auftragserfüllung, sei es im Bereich des Armeeauftrages schützen, sei es im Bereich des Armeeauftrages helfen oder eben auch im Bereich des Verteidigens. Gibt es auch einen aktiven Austausch zwischen dem Schweizer Heer und ausländischen Armeen und/oder Spezialisten betreffend des Einsatzes von kleinen Drohnen? Ja, wir haben da einen regen Austausch. Es gibt im Moment, glaube ich, keinen Besuch in der Schweiz oder von einem Schweizer, der im Ausland ist, von der Armee, bei dem Drohnen nicht ein Thema ist. Diese Community ist sich jetzt am Aufbauen und da möchten wir eigentlich einen wichtigen Teil dabei spielen und wurden auch schon mannigfaltig aus dem Ausland angefragt, ob wir da mitmachen möchten im Rahmen von Erfahrungsaustausch, aber auch von zukünftigen Projekten. Sehen Sie dann auch Potenzial in der Schweiz für die Entwicklung und Nutzung der Schweizer Drohnentechnologie, sagen wir jetzt von Hochschulen beispielsweise? Also ich bin begeistert, was in der Schweiz an Drohnentechnologie vorhanden ist, aber auch vor allem im Bereich der Bildungslandschaft, wie sich das entwickelt hat. Ich möchte so mutig sein zu sagen, wir sind sicher mit bei den Weltbesten, was unsere Hochschulen betrifft, aber auch was unsere Start-ups betrifft. Wir haben unglaublich viele Start-ups, die innovative Lösungen erarbeiten möchten. Und es muss uns jetzt gelingen, in Zusammenarbeit mit diesen Start-ups, mit der Bildungslandschaft, aber auch mit der Industrie, diese in der Schweiz zu halten und ihnen eine Möglichkeit zu geben, in der Schweiz profitabel produzieren zu können. Und da kann die Armee sicher einen Teil dazu beitragen. Heutzutage existiert ja auch das Buzzword Human-Machine Teaming, folglich die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine. Bei uns jetzt der kleinen Drohne. Wie sehen Sie den Umgang und die Rolle eben des Human-Machine Teamings im Heer heutzutage an und dann in der Zukunft, sagen wir in 5 bis 10 Jahren?
Ja, im Moment ist das reduziert auf eine Drohne und wie ich gesagt habe, auf einen Bildschirm und eine Fernsteuerung. Der Bereich der künstlichen Intelligenz ist noch in den Kinderschuhen. Und da haben wir ja jetzt das neue Kommando Cyber mit einem seit Mittwoch neuen Kommandanten, der da eine führende Rolle einnehmen wird, was die künstliche Intelligenz betrifft. Sowohl im Einsatz für die Armee, aber auch im Bereich der Abwehr. Sehen Sie, wenn ich diese Drohne anschaue, die großen Drohnen machen mir keine Sorgen, aber dieses kleine Ding da, mit ein bisschen Sprengstoff, einer brauchbaren künstlichen Intelligenz, abwehren zu können bei einem Angriff auf unsere Bevölkerung, auf Schlüsselpersonen in unserer Regierung oder Wirtschaft, aber auch in der Armee, das macht mir mehr Sorgen. Und das wird in Zukunft keine Aufgabe sein, dass ein Soldat selbstständig machen kann, sondern das wird im Rahmen, wie Sie vorher angetönt haben, eines Teams, das Human-Machine Interface mit der KI, die unterstützt, eine Herausforderung sein, die wir bewältigen müssen. Und im Rahmen dieser Aufgaben müssen wir uns klar vor Augen führen, dass KI eine Unterstützung sein kann, aber nicht das allselig machende Mittel. Aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, darf es nicht sein, dass eine künstliche Intelligenz eine Checkliste abarbeitet und dann entscheidet, ob ein Effekt ausgelöst werden soll auf eine andere Drohne, aber auch auf andere Mittel oder nicht. Es muss immer ein Mensch sein, der den Entscheid trifft. Aber eine künstliche Intelligenz kann bei der Abwehr von einem Schwarm von solchen kleinen Drohnen eben unterstützen, sodass der Mensch sagen kann, ja, wir machen etwas oder wir machen nichts, weil es ist keine Bedrohung. Das ist das eine. Das andere ist, wir müssen Lösungen finden, dass wir nicht nur in kinetischen Dimensionen denken. Drohnen abzuwehren geht weit darüber hinaus, einfach auf eine Drohne zu schießen, dann fällt sie vom Himmel. Wir müssen uns klar sein, im urbanen Gebiet, wo Auseinandersetzungen stattfinden werden, auch mit Drohnen leben Menschen, nämlich unsere Schweizer Bevölkerung. Und wir müssen in der Lage sein, solche Bedrohungen abzuwehren, ohne dass große Kollateralschäden entstehen. Und da wird unsere Bildungslandschaft, aber auch unseren Start-ups und unserer Industrie eine Führungsrolle zukommen. Sie haben ja zuvor bereits mehrmals das neue Kompetenzzentrum erwähnt. Welche Prioritäten setzen Sie für dieses? Oder können Sie mir in ein paar Sätzen sagen, was das Wichtigste, das Kernelement ist? Also im Aufbau des Kompetenzzentrums Drohnen und Robotik habe ich die Zielsetzung in einer ersten Phase jetzt dahingehend formuliert, dass das Teaming zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Start-ups, aber eben auch unserer VBS-internen Organisationen wie mit der Arma Suisse Wissenschaft und Technologie stattfinden muss. Der Chef von diesem Kompetenzzentrum hat jetzt von mir den Auftrag, eine Gruppe zu schaffen, die sich regelmäßig trifft und bei welchen wir die Möglichkeit haben, auf Seite Armee, Heer im Besonderen, unsere Bedürfnisse kommunizieren zu können. Und zwar nicht, ich hätte gerne diese Drohne oder dieses Flugzeug, sondern eine Problemstellung, die dann eben in einem Gremium mit der Hochschulen, mit der Bildungslandschaft, mit den Start-ups und der Industrie, aber eben auch der W&T erarbeitet werden kann, um dann Lösungen präsentieren zu können. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Wir reden natürlich immer davon, dass wir Drohnen über eine längere Zeit einsetzen müssen, wollen, können, für Gelände zu überwachen oder kritische Infrastruktur zu bewachen. Ja, diese Drohnen müssen immer in regelmäßigen Abständen wieder geladen werden. Wenn es Benzinmotoren sind, müssten sie aufgetankt werden. Sehe ich aber im Moment nicht sehr groß, diese Entwicklung. Oder eben, sie haben eine Verbindung zum Boden und haben damit ein stromerzeugendes Aggregat. Aber das geht eben da weiter. Dieses stromerzeugende Aggregat sollte ja eigentlich nicht ein Benzinmotor sein, der viel Lärm macht, sondern eben vielleicht eine Brennstoffzelle oder eine alternative
Energiequelle. Und da ist die Arma-Swiss mit W&T für mich entscheidend, weil sie haben in so vielen Bereichen schon geforscht und sie haben auch patente Lösungen und Ideen bereit. Und da müssen wir jetzt den Schulterschluss, der muss uns gelingen, weil schlussendlich solche Herausforderungen können wir nur im Team schaffen. Kommen wir auch schon zur letzten Frage. Sie haben ja vorher bereits das Wort Game Changer erwähnt. Kurze und auch knappe Frage. Sehen Sie die Anwendung von kleinen Drohnen als Game Changer an? Ja, für mich von den Bodentruppen auf jeden Fall. Sie sind ein Game Changer, weil sie eben als Enabler uns die Möglichkeit geben, sehr viele Aufgaben, die heute Soldaten erledigen und damit menschliche Ressourcen gebunden sind, erledigen können. Wenn die KI, die dahinter steht, gut entwickelt ist, dann können die selbstständig Aufgaben erledigen, bei denen es vielleicht noch 1 oder 2 Soldaten braucht, die dann eben das System überwachen und bei Meldungen entsprechend entscheiden oder eben eingreifen, wenn notwendig. Wo wir heute Hunderte Soldaten bräuchten, um gleiche Geländeabschnitte zu überwachen, werden in Zukunft 10, 15 Drohnen eingesetzt werden mit dem gleichen oder eben zum Teil viel besseren Resultaten. Und das ist ein Game Changer. Das ist ein Game Changer für, denke ich, alle Armeen. Und damit müssen wir aber zuerst lernen, umzugehen, weil es kommen ganz viele ethische und moralische Fragen jetzt auf den Tisch, mit denen wir uns noch nicht sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Ich sage nicht, wir haben uns nie damit auseinandergesetzt. Im Gegenteil. Aber das sind Fragen, die ganz andere Dimensionen erhalten, als wir sie bis jetzt hatten. Und ich denke, das sind dann auch die Herausforderungen, wenn wir diesen Game Changer eben in den Streitkräften einführen. Vielen Dank für den spannenden Input. Und auch bei Ihnen möchte ich mich herzlich fürs Zuschauen bedanken.